So, moin und herzlich willkommen zum versprochenen Abonnenten-Special. Bevor wir allerdings anfangen, möchte ich mich einmal für euren Support bedanken. Dieses Video hat enorm viel Zeit in Anspruch genommen und von daher würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und einen Kommentar von euch freuen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dann lasst doch gerne mal ein kostenloses Abo da. Es kostet euch keinen Cent und es zeigt mir einfach, dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Tragt dieses Video an so viele Menschen raus wie möglich, damit einfach jeder das Potenzial von Elliott Wave erkennen kann und auch in Zukunft am Markt erfolgreich ist. In dem Sinne, lasst uns mit dem Tutorial beginnen. Elliott Wave ist eine Methode, um Charts zu analysieren und kann zur Vorhersage von Trends verwendet werden, wenn der Chart richtig gedeutet wird, sowohl im bullischen als auch in bärischen Phasen. Eigentlich ist Elliott Wave eine Methode, um vernünftiges Risikomanagement zu betreiben, da es eben gewisse Level und Richtlinien gibt, an die sich gehalten werden muss. Das Gute ist, dass Elliott Wave in allen Märkten verwendet werden kann, egal ob im Forex-Markt, also beim Währungshandel, im Aktien-, Krypto- oder Rohstoffmarkt. Elliott Wave kann sogar auf Indizes wie zum Beispiel den S&P 500 angewendet werden. Bevor wir jedoch dazu kommen, wie Elliott Wave funktioniert, müssen wir auf die Geschichte der Elliott Wave Methodik eingehen. Springen wir zurück ins Jahr 1938, wo ein Mann wiederkehrende Muster an der Börse beobachtet hat. Die Rede ist vom Buchhalter Ralph Nelson Elliott. Elliott entwickelte eine Theorie über Kursbewegungen am Aktienmarkt, die auf der von Charles Dow entwickelten Dow-Theorie sowie auf der Fibonacci-Zahlenfolge aufbaut, die Elliott-Wellen-Methodik. Ralph Nelson Elliott beobachtete, dass eine Zyklusbewegung aus zwei Arten von Wellen besteht: Impulswellen und Korrekturwellen. Diese Wellen spiegeln das psychische Verhalten der Anleger wider. Impulswellen geben dabei die Richtung des Trends an, während Korrekturwellen entgegengesetzt der Impulswelle laufen. Eine Aufwärtsbewegung beispielsweise setzt sich aus 3 Impulswellen und 2 Korrekturwellen zusammen. Welle 1, 3 und 5 werden dabei als Impulswellen bezeichnet. Diese geben die Richtung des Trends an. Welle 2 und 4 werden als Korrekturwellen bezeichnet, die entgegengesetzt der Impulswellen laufen. Ist eine Bewegung abgeschlossen, bildet diese eine übergeordnete 1 und wird mit einer A, B, C-Bewegung korrigiert, die wiederum eine übergeordnete 2 bildet. Impulswellen setzen sich aus 5 untergeordneten Wellen zusammen, während Korrekturwellen meist aus 3 Wellen bestehen: Welle A, B und C. Welle A und C werden ebenfalls innerhalb der Korrekturstruktur als Impulswellen bezeichnet, da sie die Richtung des Trends angeben. Dementsprechend setzen sich Welle A und C ebenfalls aus 5 Wellen zusammen. Auf die Ausnahmen gehe ich mal später ein. Korrekturwellen können sich auf unterschiedlichste Art und Weise ausbilden. Die häufigsten Korrekturmuster sind jedoch Zigzag- und Flat-Strukturen. Eine Zigzag-Struktur besteht aus einer 5-teiligen A, einer 3-teiligen B und einer 5-teiligen C-Welle. Die B-Welle sollte dabei weniger als 90% der A-Welle korrigieren. Ansonsten spricht man von einer Flat-Struktur. Für eine Flat-Struktur ist eine sehr hohe B-Welle kennzeichnend. Die Welle B kann dabei sogar den Startpunkt der Welle A übersteigen. Es gibt 3 grundlegende Regeln in Elliott Wave. Damit eine Struktur valide ist, müssen sich diese Bewegungen an bestimmte Regeln halten. Die erste Regel lautet: Welle 2 darf nicht unter den Startpunkt von Welle 1 fallen. Fällt eine annehmliche Welle 2 unter den Startpunkt der Welle 1, dann ist es keine valide Welle 2. Die zweite Regel lautet: Welle 3 darf nicht die kürzeste Welle sein. Und die dritte Regel lautet: Welle 4 darf sich nicht mit dem Hoch der Welle 1 überschneiden. Schneidet eine Welle 4 den Hochpunkt der Welle 1, dann handelt es sich nicht um eine Welle 4. Wie immer gibt es auch hier Ausnahmen, auf die ich später eingehe. Nachdem wir nun den Aufbau eines Zykluses und die wichtigsten Regeln von Elliott Wave kennen, ist es an der Zeit, wichtige Level zu besprechen, an denen eine Bewegung enden kann, beziehungsweise an denen eine Trendwende erfolgen kann. Dafür wird dann meistens das Fibonacci-Tool verwendet oder das Extension-Tool, was ebenfalls
auf der Fibonacci-Zahlenfolge basiert. Eine Welle 2 darf maximal 99,9% der Welle 1 korrigieren. Wir erinnern uns an die erste grundlegende Regel von Elliott Wave. Welle 2 darf nicht unter den Startpunkt von Welle 1 fallen. Grundsätzliche Ziele für eine Welle 2 sind jedoch das 50%, das 61,8% und das 78,6% Level. Das 61,8% Level wird dabei als der goldene Schnitt bezeichnet. Und das ist eben ein häufiges Ziel für eine Welle 2. Um Ziele für die Welle 2 korrekt berechnen zu können, nehmen wir das Fibonacci-Tool und setzen den ersten Punkt am Startpunkt der Welle 1 und platzieren den zweiten Punkt am Hoch der Welle 1. Sollte es eine tiefere Welle 2 Bewegung werden, beispielsweise in volatilen Märkten wie dem Altcoin-Markt, so ist das 88,7% Level ein weiteres Niveau, auf das der Preis reagieren könnte. In Elliott Wave ist die Welle 3 die Bewegung, die man traden möchte, da sie in der Regel die meisten Profite einfährt. Wenn wir uns an die zweite Regel der Elliott Wave Theorie erinnern, dann darf eine Welle 3 niemals die kürzeste Bewegung sein. Das ist auch der Grund, warum Welle 3 im Aktien- und Kryptomarkt zum Extendieren neigt und attraktiv für alle Trader ist. Die Welle 5 ist dann meistens nur noch die Kirsche auf der Torte. Um Ziele für die Welle 3 zu berechnen, nehmen wir das Fibonacci Extension Tool. Der erste Punkt wird wieder am Startpunkt der Welle 1 gesetzt und der zweite am Höchstpunkt der Welle 1. Der dritte Punkt wird am Tiefpunkt der Welle 2 gesetzt. Ziele für eine Welle 3 sind das 123,6% Level, wobei das ein absolutes Minimum und kein Idealziel für die Welle 3 ist. Das erste Idealziel für eine Welle 3 bildet das 138,2 Fibonacci-Level. Das nächste Ziel wäre das 161,8% Fibonacci-Level, was ebenfalls den goldenen Schnitt darstellt, wie bei der Welle 1 das 61,8% Level. Sollte die Welle 3 weiter extendieren, sind das 200%, das 223,6%, das 261,8%, das 300% und das 361,8% Level relevante Endpunkte einer Welle 3, wobei die Ziele ab 300% eher selten vorkommen. Nachdem wir bei Welle 3 unsere Profite mitgenommen haben, folgt die Welle 4, die in der Regel das 23,6%, das Idealziel 38,2% oder das 50% Level anläuft. In volatilen Märkten ist es möglich, dass die Welle 4 das 61,8% Fibonacci-Level anläuft. Das ist jedoch eher selten der Fall. Dabei darf die Welle 4 jedoch nicht das Hoch der Welle 1 überschneiden, da es ansonsten keine Welle 4 ist. Es gibt eine inoffizielle Regel, die besagt, dass wenn Welle 2 tief korrigiert, die Welle 4 eher flach ausfällt. Und wenn die Welle 2 flach korrigiert, dass Welle 4 eher tief korrigiert. Welle 4 ist meistens die Welle, die auch komplexer ausfallen kann. Die Welle 5 ist die letzte Impulsbewegung und hat meistens die Länge der Welle 1. Meistens ist jedoch die Welle 5 diejenige, die am schwächsten ausfällt, da dem Markt hier allmählich die Puste ausgeht. Deshalb kann es auch in Welle 5 eher zu komplexeren Strukturen kommen. Im Rohstoffsektor ist die Welle 5 meist die Welle, die extendiert und nicht die Welle 3. Ein Ziel für eine Welle 5 kann auf unterschiedliche Art und Weise berechnet werden. Da die Welle ebenfalls aus 5 Unterwellen besteht, sollte man sich eher an der Unterstruktur orientieren, um ein mögliches Ziel der Welle 5 zu berechnen. Trotzdem gebe ich euch jetzt mal 3 Varianten an die Hand, wie ihr eine Welle 5 berechnen könnt. Variante 1: Wir nehmen das Extension Tool und setzen am Tief der Welle 1 an, gehen zum Hoch der Welle 1 und zum Tief der Welle 4 und blenden das 100% Fibonacci-Level ein. Hier ist die Welle 5 gleich der Länge der Welle 1. Variante 2: Wir setzen am Tief der Welle 1 an, gehen zum Hoch der Welle 3 und zum Tief der Welle 4. Hier blenden wir uns das 38,2% und das 61,8% FIB-Level ein, wobei die Welle 5 meist das 61,8% FIB-Level anläuft. Variante 3: Wir starten am Tief der Welle 3, gehen zum Hoch der Welle 3 und zum Tief der Welle 4. Hier blenden wir uns das 61,8%
und das 78,6% Level ein. Gerne können auch alle drei Varianten auf einmal verwendet werden. Sind an bestimmten Leveln Konvergenzen, also Übereinstimmungen bei den FIP-Leveln zu sehen, ist es wahrscheinlich, dass die Welle dort ihr Ziel findet. Es kann jedoch auch vorkommen, dass eine Welle 5 den Endpunkt der Welle 3 nicht überschreitet. Hier spricht man von einer Truncation. Dieser Fall tritt allerdings eher selten auf. Eine Welle A hat kein wirkliches Ziel, das man berechnen kann. Hier kann sich lediglich an der Unterstruktur orientiert werden, da die Welle ebenfalls eine Impulsbewegung mit 5 Unterwellen ist und entgegengesetzt des Trends läuft. Eine Welle A ist jedoch auch die einzige Impulswelle, die aus nur 3 Wellen bestehen kann. Das macht die Welle sehr unattraktiv zum Traden. Am besten kann man erkennen, dass eine Welle A-Bewegung dreiteilig ist, wenn die annehmliche Welle 4 das 50% Fibonacci-Level nachhaltig überschreitet oder die Welle 1 schneidet. Wenn Welle A lediglich aus 3 Wellen besteht, kann eine Flat-Struktur ausgebaut werden. Ist die Welle A fünfteilig, spricht man von einer Zigzag-Struktur, die ausgebildet werden kann. Welle B ist auch relativ launisch, besteht aber immer aus 3 Wellen. Diese 3 Wellen können ebenfalls eine ABC-Bewegung darstellen. Anders als andere Wellen kann eine B-Welle das vorherige Hoch überschießen. Man spricht hier von einer Flat-Struktur. Eine Welle B muss mindestens 90% der A-Welle korrigieren, um als Flat bezeichnet werden zu können. Ziele für eine Zigzag-B können das 38,2%, das 50%, das 61,8%, also der goldene Schnitt, das 78,6%, das 88,2% und das 100% Fibonacci-Level sein. Wobei ich beobachtet habe, dass eine Welle B meistens das 61,8% oder das 78,6% Level anläuft. Die anderen Level können aber ebenfalls relevante Trendwendepunkte sein. Eine überschießende B darf das 161,8% Level nicht überschreiten, da es ansonsten keine überschießende B mehr ist, sondern möglicherweise eine Welle 3. Ein Ziel für eine überschießende B liegt beim 138,2% Level, was jedoch auch ebenfalls ein Ziel für eine Welle 3 sein kann. Deshalb kann es so schwierig sein, eine überschießende B von einer Welle 3 zu unterscheiden. Abhilfe schafft hier nur die Zone für eine Welle 4, also das 23,6%, das 38,2% und das 50% FIP-Level. Wenn diese Level brechen, ist es wahrscheinlich, dass eine Welle C folgt. Um die Ziele für die Welle B zu berechnen, nehmen wir das Fibonacci-Tool, setzen am Hoch der A-Bewegung an und gehen zum Tief der A-Bewegung. Dann blenden wir besagte Level ein. Die Welle C kann ebenfalls auf unterschiedliche Art und Weise auftreten, ist jedoch ebenfalls eine Impulsbewegung wie die Welle A und besteht somit aus 5 Wellen. Keine Ausnahmen wie bei der Welle A, oder? Ja doch, sonst wäre es doch viel zu einfach. In einer Zigzag-Struktur besteht eine C-Welle ganz normal aus 5 Wellen und hat meistens die Länge der Welle A. In einer Flat-Struktur sieht die ganze Geschichte jedoch wieder anders aus. Hier unterscheidet man zwischen einer Expanded Flat und einer Running Flat. Bitte was? Kann man sein Geld nicht einmal auf eine einfache Art und Weise verdienen? Bei einer Expanded Flat spricht man von einer überschießenden B-Bewegung und einer C-Welle, die unter den Endpunkt der Welle A läuft. Ein mögliches Ziel ist hier das 138,2% Fibonacci-Level. Läuft die Welle C unter das 161,8% Level, ist es keine Welle C mehr, sondern eine mögliche Welle 3. Ähnlich wie bei einer überschießenden B. Bei einer Running Flat spricht man von einer überschießenden B und einer C-Welle, die nicht mehr die Kraft hat, den Endpunkt der Welle A zu unterschreiten. Mögliche Ziele für eine Running C sind das 61,8%, das 78,6% und das 100% Fibonacci-Level. Um die C zu berechnen, nehmen wir das Extension-Tool, gehen zum Start der Welle A, zum Endpunkt der Welle A und zum Endpunkt der Welle B und blenden entsprechende Level ein. So, nun haben wir aber alle wichtigen Punkte besprochen, oder? Nein, hinsetzen.
Als wäre das nicht eben schon komplex genug gewesen. Nun sprechen wir über WXY und WXYXZ-Korrekturen. Wie bitte? Noch mehr Buchstaben? Kommt da vielleicht auch noch LMNOP dazu? Nein, aber ABCDE. Ich verspreche euch, das sind die letzten 3 Korrekturmuster. W-Wellen sowie X-, Y- und Z-Wellen setzen sich wie eine B-Welle aus 3 Wellen zusammen. Diese 3 Unterwellen werden meist als ABC-Struktur ausgebaut. Hier kann also all das angewendet werden, was wir eben gelernt haben. Oder? Ja, diesmal wirklich, keine Ausnahmen. Nur ein paar Fachbegriffe. Diese Art von Korrekturen wird als Double- oder Triple-Three-Muster bezeichnet. Es gibt jedoch auch ein Double-Zigzag-Muster. Keine Sorge, ich bekomme auch jedes Mal Kopfschmerzen, wenn ich darüber nachdenken muss. Im Endeffekt ist es allerdings nichts, was wir nicht schon kennen. Die Begriffe sagen lediglich aus, dass die WXY-Wellen aus allen ABC-Korrekturmustern bestehen können, also Zigzag- und Flat-Strukturen. Eine W-Welle kann also entweder eine Zigzag-Struktur sein oder eine Flat-Struktur. Das gleiche gilt für die X- und die Y-Welle. Das nennt man Double-Three-Muster. In einem Triple-Three-Muster gibt es zusätzlich zu den WXY-Wellen eine XZ-Bewegung. Die X-Bewegung korrigiert hierbei nochmal die vorangegangene Y-Welle und baut mit der Z-Welle ein weiteres Tief aus. Genau wie die Welle W, X und Y können die zweite X- und die Z-Bewegung ein beliebiges Korrekturmuster ausbilden. Eine Double-Zigzag-Struktur wird auch mit den Wellen W, X, Y beschriftet. Dabei bestehen die Wellen W und Y aus einem Zigzag-Korrekturmuster. Welle X muss hier die kürzeste Welle sein. Ich hoffe, ich konnte die Korrekturen einigermaßen verständnisvoll erklären. Schaut euch die Stelle gerne so oft an, wie ihr wollt. Ansonsten habt ihr in der Infobox nochmal einen Link hinterlegt, wo ihr nochmal alles nachlesen könnt. Elliott-Wave-Dreiecke sind die letzte Art von Korrekturen. Ich schwöre. Die Wellen werden als A, B, C, D, E-Wellen betitelt. Die Unterwellen sind dreiteilig und können beispielsweise ein Zigzag-Muster ausbilden. Damit die Elliott-Wave-Dreieckannahme valide ist, darf Welle C nicht unter den Endpunkt der Welle A fallen und die Welle E darf nicht unter den Endpunkt der Welle C fallen. Es müssen also höhere Hochs ausgebaut werden. Und idealerweise ist die Welle D flacher als die Welle B-Bewegung. Grundsätzlich gilt in Diagonalbewegungen, dass Impulsstrukturen keine fünfteiligen Bewegungen bilden müssen. Aber sie können. Eine Welle 1, 3 oder 5 können dreiteilig oder fünfteilig ausgebaut werden. Bei einer dreiteiligen Bewegung werden die Unterstrukturen dann als ABC bezeichnet. Eine Welle 2 und 4 werden immer dreiteilig ausgebaut. In Diagonalen ist es tatsächlich erlaubt, dass eine Welle 4 den Endpunkt der Welle 1 überschneidet und auch nur in einem Diagonal. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Bewegung als diagonal gewertet werden soll, wenn die annehmliche Welle 4 den Endpunkt der Welle 1 überschneidet. In Diagonalen ist es wichtig, sich dieses im Chart einzuzeichnen, um die Linien gegebenenfalls als Support und Resistance nutzen zu können. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 2 Diagonalbewegungen: führende und endende Diagonale. Führende Diagonale bilden sich meistens nach einer Bodenbildung, wobei sich der Markt noch nicht ganz sicher ist, ob der Boden wirklich drin ist. Hier hat man eben ein perfektes Beispiel, wie sich die Psychologie der Menschen am Markt widerspiegelt. Eine führende Diagonale kann auch in einer Welle A ausgebildet werden. Ein ähnliches Prinzip gibt es bei endenden Diagonalen. Diese Bewegungen kommen häufig in einer 5. Welle vor, können allerdings auch in einer C-Welle auftreten. Bei einer 5. Welle sagt man, dass dem Markt allmählich die Kraft ausgeht. Und das spiegelt sich meistens auch in der Kursbewegung wider. Hier können meistens Divergenzen im RSI-Indikator beobachtet werden. Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist eigentlich kein Tool, was Elliott-Wave impliziert. Es kann aber ein nützlicher Indikator sein, um Wellenbewegungen besser verstehen zu können.
Grundsätzlich zeigt der RSI an, wann ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Bei RSI-Werten über 70 spricht man von einem überkauften Markt und es ist möglicherweise mit einer Korrektur nach unten zu rechnen. Bei RSI-Werten unter 30 spricht man von einem überverkauften Markt und es ist möglicherweise mit einer Korrektur nach oben zu rechnen. Zusätzlich kann der RSI für Boden- oder Top-Bildungen verwendet werden, da sich hier meistens Divergenzen bilden. In einer 5. Welle beispielsweise kann es durchaus vorkommen, dass sich im RSI bärische Divergenzen bilden. Eine bärische Divergenz zum Beispiel entsteht dann, wenn im RSI ein tieferes Low zu erkennen ist, der Chart allerdings nochmal ein neues Hoch ausgebaut hat. Meistens ist hier mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen, das gleiche gilt eben auch für eine bullische Divergenz. Diese treten dann eben häufig auf, wenn sich ein Asset in der Bodenbildung befindet. Auf dem RSI ist dann ein höheres Hoch zu erkennen, während der Chart noch ein weiteres Tief ausgebaut hat. Kommen wir nochmal abschließend zu den Vor- und Nachteilen von Elliott Wave. Starten wir mit den Vorteilen. Wenn der Chart richtig analysiert wird, können Bewegungen im Markt vorhergesagt werden. Dies ist aber nicht immer möglich. Elliott Wave funktioniert am besten auf Charts mit viel Charthistorie. Elliott Wave kann auf fast allen Chartzeiten Anwendung finden. Allerdings ist es in einem niedrigeren Timeframe als 30 Minuten nicht zu empfehlen, da die Nanostrukturen sehr chaotisch aussehen können. Grundsätzlich empfiehlt es sich, Elliott Wave auf dem 1-Stunden-, dem 4-Stunden-, dem Tages- oder dem Wochenchart anzuwenden. Und Elliott Wave kann auf jedes Asset angewendet werden. Jedoch nicht nur auf Assets, sondern auch beispielsweise auf die Bitcoin Dominance. Da kann das auch sehr hilfreich sein. Kommen wir zu den Nachteilen. Elliott Wave ist sehr kompliziert und hat viele Regeln. Und ich hoffe, das ist in diesem Video ein bisschen verständlich geworden. Es bedarf tatsächlich auch viel Zeit und Übung, um es zu meistern. Elliott Wave ist zudem sehr subjektiv. Was für den einen eine Welle 1 ist, könnte für den anderen beispielsweise eine Welle A sein. Elliott Wave kann für jeden, der damit anfängt, überfordernd sein. Aber ich hoffe, dass dir das Video ein bisschen geholfen hat, Elliott Wave besser zu verstehen. Aber nun geht es für dich an die Praxis. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, um Gelerntes anzuwenden. Denn nur wer sich mit der Materie wirklich auseinandersetzt, kann am Markt erfolgreich sein. Nutze auch gerne in Zukunft dieses Video, wenn du etwas auffrischen möchtest. Aber ansonsten habe ich auch nochmal eine Website in der Infobox verlinkt, die Besagtes nochmal in schriftlicher Form festhält. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!